Willkommen zurück. Wir sind mal wieder Detektiv. Wir spielen LeClue, Detectivu, glaube ich, wird das ausgesprochen? Was zur Hölle? Was? Ich kann kein Französisch, das habe ich aber schon ein paar Mal gesagt. Okay, also entweder lädt bei mir das... Immer noch Internetprobleme. Nein, ausschließliche Twitch-Probleme. Das ist schlecht. Aber jetzt geht's. Wunderbar. Ist das ein bisschen sehr laut? Wie geht das? Wenn man mal davon absieht, dass man dich kaum hören kann, ist das in Ordnung. Dann ändere ich das mal nach der Katze. Du sollst was wählen. Oh, Moment, ist das nicht der Song aus dem Born? Ah, okay, Moment. Dann machen wir den ganzen Spaß mal ein bisschen leiser. Ist das besser? Nicht wirklich. Warum nicht? Okay, MK sagt ja. Weil ich dich in der Aufnahme sowieso so gut wie nicht höre, außer ich stelle sie so laut, dass meine eigene Stimme mir die Ohren wegbläst. Okay. Wie ist es jetzt, MK? Ist es besser, noch leiser oder? Also es wäre schon gut, wenn du nur ungefähr genauso laut wärst wie ich. Aber ich glaube, dafür muss ich unfassbar flüstern. Und das wird mir die ganze Zeit über gewaltig auf den Sack gehen. Moment, Horsti ist wesentlich lauter als ich? Ja! Na, das kann ich auch ändern. Das habe ich doch von Anfang an gesagt. Ich dachte, das Spiel wäre laute. Das Spiel war relativ laut, aber halt, du warst absolut nicht hörbar. So, wie ist es jetzt? Also jetzt bist du im Discord lauter und im Spiel genau, im Stream genauso laut wie vorher. Chat sagt gut. Ganz ehrlich, wir müssen wahrscheinlich wieder vorher ordentliche Testaufnahmen machen. So wie früher. In der guten alten Zeit, direkt nachdem wir anfingen. Ja, als wir noch sowas wie Konzept und Qualität hatten. Bitte was? Konzept? Qualität? Was ist das? Und uns nicht für immer auf unseren Lorbeeren geruht haben. Siehst du, Wicked ist schon entsetzt. Wicked, das war zu der Zeit, wo ich so richtig geil gespielt habe. Da hätte ich Elden Ring spielen sollen.
Das war in der imaginären Zeitline. Das ist im Spiegeluniversum. Ah, okay, jetzt weiß ich, was ich machen soll. Oha, der Donner. Das ist ja doof. Ah! Oha, oha. Sind wir ein Spion, ein Geheimagent? Ein Alien! Also ganz ehrlich, so würde ich mein Geheimversteck auch beleuchten. Sobald ich die Tür aufmache, ist erstmal der ganze Himmel bestrahlt. Tja. Wenn jeder genau weiß, wo es ist, dann denken die Leute alle, es wäre kein Geheimversteck, weil es weiß ja jeder, wo es ist. Das ist so eine typische Sache, die sieht so aus, als würden die Leute an Alien schreien. What? Who? Oh, I must have dozed off. Perhaps we need a spot of tea to wake us up. What do you say, Rufus? Yes, quite right. Better get back to work. This book won't write itself. Maybe I should start somewhere easier. I'll come back to the prologue later. The sun rose over another perfect day in picturesque Arthurton. To the casual observer, Arthurton seemed like any other small, quiet town. It was nestled in a valley between two mountains, lined by lustrous forests, and perched on the edge of a pristine lake. It had a main street with all the essentials, including a place to sip coffee. It had schools, a college, a church, and a police station. It even had a museum no one ever visited. It was the kind of place you might find anywhere on your travels. Pharmacy and Magic, The Great Placebo. Alles klar. Natürlich. Oh, jetzt sehe ich's. Agatha Christie's. Oh. Und davor Mr. Beans Coffee Shop. Oh mein Gott, kann ich die Straße zurückscrollen? Ich will alles sehen. Oh, unter Agatha Christie's im Fenster. You kill for taste. Fresh baked daily. Oh, der Kaffee heißt Mr. Beans. Oh, ho, ho, ho. Ei, 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 ei. Oh, die Straße, Mann. Typical, maybe even forgettable. But there was one thing in Arthurton that was unlike any other town in the whole world. Actually, it was a girl. Her name was Jenny LeClue. And she was the world's greatest detective.
Finkelstein residence. Oh, hello, Glenda. Yes, he said he might ring. Okay, patch me through then. Richard? Yes, I got it. I did, and my answer is no. I understand that, but... Well, yes, of course, but... No. Nothing is settled. I'm not going to do it. It goes against everything my books stand for. No, not yet, but... If I could just... Please, listen to what I'm saying. Brief an Finkelfans. Entwurf. Ich bin es wieder, Arthur K. Finkelstein. Und hier sind wir beim Buch 38 der Jenny LeClue-Serie angekommen. Ihr bisher frohes Abenteuer. Dank an alle neuen Jenny LeClue-Fans da draußen. Und eure Unterstützung ist großartig. Um ein paar Fragen zum Antworten. Erstens, entgegen einiger hartnäckiger Gerüchte geht Jenny-Serie natürlich weiter, solange die Tinte noch in meinem Stift ist. Zweitens, ja, sie wird gleich bleiben. Ich weigere mich, die Formel zu ändern. Arthur bleibt weiter ein sicherer und froher Ort. Okay, und dann eine Liste mit Namen. Das kann doch jetzt. Galeriekunstwerk. Okay. Lieber Arthur, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Leider habe ich schlechte Neuigkeiten, alter Freund. Es lässt sich nicht leicht in Worte fassen. Also habe ich hier die Verkaufszahlen des letzten Buchs. Die jungen Leser von heute wollen mehr Geheimnis, mehr Gefahr. Mit Jennys immer zaghafteren und formelhaften Abenteuern verlieren sie. Immerhin ist es für die Buchläden schon zu spät, die Vorbestellungen für das nächste Buch zu stornieren. Also haben sie noch eine letzte Chance, dem alten Mädchen etwas Leben einzuhauchen. Wir möchten, dass sie mal einen echten Krimi probieren. Töten Sie ihn. Etwas Drama. Es tut mir leid, aber wenn das nichts wird, heißt das nächste Buch Jenny und ihr letzter Fall. Ich bin kein Mörder. Weitere tolle Neuigkeiten. Jemand hat einen echten Zeitung endlich ihres was. Weitere tolle jemand von einer echten Zeitung hat endlich ihr letztes Buch besprochen. Jenny LeClue und das verschollene Marmeladenbrot. Alter, das klingt ja schon lame. Das 38. hoffentlich letzte Buch der Serie nimmt lange hinter sich. Jenny LeClue ist eine Alter, kann ich da mehr reinzoomen? Ja. Oh, jetzt. Oh, jetzt geht's. Jenny LeClue war eine weltberühmten Serie von Mystery-Geschichten, die heute mit der Mäßigkeit abgefallen ist. Gestrichen, ohne den Cypher ist das größte Grütze, die je zu erwarten. Arthur K. Finkelstein. Ich habe es nicht vermocht, selbst das erste Kapitel wach zu überstehen. Buch gibt einen guten Türstopper ab. Könntest keine guten Geschichten erkennen, wenn sie dich anspringt. Alter! Arthur, das Ding heißt Jenny LeClue, das verschollene Marmeladenbrot. Meine Fresse, wo sind wir hier? Bei Tom und seinem Marmeladenbrot? Ne, das Erdbeermarmeladenbrot mit Honig, ne?
Unglaublich. Ich schätze, muss Ihnen ein Schock vorkommen, aber wir müssen mit der Zeit gehen. Probieren Sie mal zwei Morde, eine echte Tragödie, wer weiß. Vielleicht haben Sie ja doch noch eine großartige Story übrig. Ich rufe Sie später an, um darüber zu reden. Tut mir leid wegen Ihrer Karriere. Kopf hoch, ja? Also selbst wenn er keinen Mod reinbringen will, ich glaube, er kann was Intensiveres machen als verschollene Marmeladenbrote. Wie wär's mit einer Heist-Story? Das funktioniert doch bestimmt auch. Na was? Eine Heist-Story, du weißt schon, mit dem Diebstahl. Heißt. Weißt du, was ich verstanden habe? Oh Gott, ich habe Angst davor, was du verstanden hast. Eine Heiß-Story. Und ich dachte so, hä, was? Hä, Ja, von mir auch aus mit was einem Hai. will die Frau von mir? Vielleicht lag's ja dann den weißen Hai aus. Der weiße Hai. Nicht high, heiß, wie in hohe Temperatur. Achso, ich dachte. Oh, meine Güte. Ja, MK, das Brot aus Tom ist immer schwer zu machen. Ich meine, da muss ja jedes Mal zum Bäcker, zum Krokodil und zu den Bienen, die dann den Honig aufs Brot kotzen. Nächste Woche Squash. Bald haben sie zumindest Zeit, an ihrer Rückhand zu arbeiten. Oh, der war ja spitz. Okay, aber den Tisch kann man nicht verlassen. Können wir jetzt irgendwas machen noch? Oh, ich kann den Tisch verlassen. Ich kann den Tisch verlassen. You don't understand what you're asking for. Kann man irgendwas machen? Oh, ich kann den Tisch verlassen. World upside down? Kill off my characters and destroy everything I've built over the last Alter. 30 years? Du musst ja keinen Stadtcharakter umbringen. Du kannst ja auch irgendwen in die Stadt kommen lassen oder so. Oder Jenny wohin fahren lassen. Weißt du, du musst keinen 1000 Jahre alten Charakter umbringen. Fine. I'll give you what you want. Wieso ist das Brot in Real Life schwer zu machen? Nimmst ein Brot, klatscht Marmelade drauf und packst Honig drauf. But I warn you, I'm a stream of consciousness writer. Versuch mal Honig auf Marmelade zu schmieren. Andersrum wär's einfacher. And you have unleashed my fury. Ich habe tatsächlich das Tom-Brot probiert. Zwar nicht so extravagant, dass ich wie Tom die Marmelade selber mache und den Bienen direkt den Honig unterm Arsch wegklaue. Aber, das geht schon. Das funktioniert. Good day, sir. Boring? Predictable? Pah! Well, if it's murder they want, it's murder they'll get. Oha, oha. Jetzt ist der Kinderbuchautor sauer. It should have been another Ja, aber die perfect Frage day ist doch, in Arthur. geht er einfach nur zu weit oder geht er richtig Nothing zu would ever weit? be the same again. To begin with, Jenny LeClue was Oh, ich glaube, der ist richtig zu weit gegangen. her skin was pale. Ich muss dich enttäuschen, Rickett. Bienen haben keine Euter. Die kotzen das Zeug in warm und dann musst du es rausschleudern, ohne Bienen da mitzunehmen und den Wachs zu behalten. Her eyes glassy and frozen. What cruel fate had befallen our beloved detective? No, no, no. Never move the victim. Mrs. LeClue, she's doing it again. Jenny LeClue, you are a dead body. Dead bodies don't talk. Der dumme Studenten. Schrecklicher Koch, gute Mutter. But he's doing it wrong. As wonderful as it would be if all cadavers were so talkative, we must deduce the cause of death without their help. With only the evidence laid before us,
We build a picture from the fragments left behind. We collect clues, interpret the data, and solve our puzzle one piece at a time. Da frage ich mich, warum nimmt sie ihre Tochter mit, dass die das demonstriert, wenn sie nicht einfach einen der in Anführungsstrichen dummen Studenten hätte nehmen können, der die Leiche spielt. Ich glaube, das hätte weniger Probleme verursacht. Until it feels as if the victim is speaking to us. Oder einfach einen der Studenten umbringen, dann hat man eine richtige Leiche. MK, die hauen nicht nur ab, wenn die ihren Imker nicht mögen, die hauen bei jedem Kack ab. But Jenny is right, Jonathan. You mustn't disturb the crime scene. Vital evidence could be lost. Sorry, Mrs. LeClue. Okay, you've all had a chance to study the body? Who can postulate how she met her demise? Ooh, me! I think it was an accident? Yeah, she obviously wasn't looking where she was going So she slipped on the wet floor, and cracked her head open. and then she bled to death. Really? How can you tell? Well, there's a giant pool of blood around her head. Yeah, I know. I was being sarcastic. Oh. Actually, you're both wrong. What? It was cold-blooded murder. Murder? Don't be ridiculous. Where's the murder weapon? There's no evidence anyone else was even here. Oh yes, there is. It was murder. And I can prove it. Jenny had read all the books. She'd absorbed all her mother's teachings. But there was nothing quite like getting your hands dirty. How many people get the chance to solve their own murder? The first step in any good deduction was collecting evidence. Seemingly insignificant details could provide a vital piece of the puzzle. First, I'll search the crime scene for clues. Then she'd analyze the data. And finally, Deduce the real cause of death. Jenny's blue sweater was scruffy and quite uncomfortable. But her grandmother had knitted it, and so it was her favorite. The more it itched, the closer she felt to her. Ich dachte, wir kriegen hier einen Hinweis auf das, was hier aussieht, als wäre sie erstochen worden. Sauerei. The victim has a green smudge in her lips. It's not lipstick. Ah, It wasn't Jenny's style to wear accessories. War nicht so ein Teil auch noch an ihren Beinen? ja, wir haben ja noch 6 Hinweise But zu this finden, also haircut ist noch ein was bisschen the mehr. exception. Its function as a lockpick had saved Jenny from a long night trapped in her school locker. She'd worn it ever since. There's no doubt the victim lost a lot of blood. Approximately 8 sizes too big. And covered in mud. The floor is wet and slippery, but also immaculately clean. Mr. Beans. The ends justify the beans. Oh ho ho ho. What a waste of perfectly good coffee. Jenny's love for coffee was almost as strong as her passion for crime solving. Chalky green residue on the rim. Smells like burnt matches. Without her trusty bifocals, Jenny couldn't see the nose in front of her face. They were her window to the world and the lens through which she focused her keen detective vision. I've seen enough. Time to wrap this case up.
Jenny was a meticulous record keeper, noting every relevant clue in her trusty journal. A great detective knew that solving a mystery was simply a matter of connecting the dots. I'm certain this wasn't a mere accident. Now I just need to prove it. Also ich würde sagen, wir können nicht ausgerutscht sein, weil unsere Stiefel schlammig sind. Und Ja, man das und der sonst im Boden nassen sauber. Boden gesehen hätte. The victim's boots are filthy. They should have left big muddy footprints on the floor. So where are they? Either someone washed away her footprints, or she was carried here. Okay, that proves she didn't slip. So how did she actually die? What was the real cause of death? There's a green residue in the bottom of the victim's coffee cup. It smells of burnt matches. Phosphorus. Also found in common garden fertilizer. Jemand hat sie mit Dünger umgebracht. The same green mark is on the victim's lips. Her coffee was spiked with fertilizer. Someone clearly wanted her dead. Apparently. Ah, the case of the dead lab assistant. Gone before her time. Was it poison? Yes. A blow to the head? Yes. An accident? Certainly not. No footprints in an unshattered mug? She was killed somewhere else and carried here. This is the story of a scorned ex-lover. Jenny? The gardener enacting his revenge. Ach Gott. Sie übertreibt aber nicht, ne? Jenny! A deadly brew of fertilizer and caffeine coursing through the veins. That's quite enough, thank you. What happens to the gardener? Is this gonna be on the test? Remember, class, even the smartest criminals make mistakes. This is how we catch a killer. But what's the point of all this? Yeah, there hasn't been a murder in Arthurton in years. Warum wollen die für immer in Arthurton bleiben? Ich weiß ja, die Studenten wollen die nicht überall in die Welt gehen und vielleicht auch ein bisschen besser bezahlt werden. Every town has a dark side, even Arthurton. By doubting, we are led to question. And by questioning, we arrive at the truth. Okay, that's all for today. Don't forget, next class is our field trip to the morgue. So have a light lunch. The students need to think for themselves, Jenny. That's why they're here at Gumboldt. To learn. I just figured we all had places to go. Speaking of which, And where are you off to, young lady? I'm a dead body mom, remember? Dead bodies don't tell. See ya. Wait, before you go, I have something for you. Cool. What is it? If I told you, that would spoil the fun, wouldn't it? Okay. The LeClues didn't simply hand each other presents. Hausarrest? They hid them. It was a family tradition, and Jenny had developed with her trusty magnifying glass at her side. Nothing eluded her. A new journal. To Jenny, there was nothing better than the aroma of a fresh leather notebook. It smelled like mystery. Without missing a beat, she did what any detective worth their salt would do. She decorated it. Okay. Oh, wir können Sticker wechseln. So Sterne.
Perfekt. A new journal meant new adventures. Ein guter Detektiv gibt niemals auf, in Liebe Mom. She imagined all the thrilling cases that would soon fill its pages. And on the first page, her mother had written an inscription. A great detective never gives up. Love, Mom. Nicht die erste Seite. Die Seite ist sogar mit 2 beschriftet. Was irgendein Grund sind unsere Sticker auf Seite 4? Was ist da gerade passiert? Haben wir das nicht aufs Cover geklebt? Oh Gott. Das Cover ist leer. Unsere Sticker sind drin. Ich bin entsetzt. Großartig. Absolut großartig. Du bist ein großartiger Anführer, der inspiriert, ein Alleskönner und Mann in der Bibliothek, doch kannst du unflexibel und emotional distanziert sein. Okay. Also ist das jetzt, was der Ton des Buchs sein wird, oder was? Weil wir haben ja, du hast einen unheimlichen Ton ausgewählt, den der mysteriöse Mann pfeifen soll. Und Postkarten gibt's noch zu finden. Okay. Love it. Thanks, Mom. Jenny, Es ist mysteriös, Mom. Die Sticker sind vom Cover ins Buch gespawnt. I wanted to talk about... to say... Somewhere in the back of Jenny's highly caffeinated brain, an alarm bell was ringing. Her mum was hesitating. What could be causing her to act so out of character? Eingeschränkter Blickkontakt, wässrig, defensive Körperhaltung, fehlender Ring. Crossed arms. Furrowed brow. Jenny saw it coming from a mile away. Her mother was about to get... Emotional. I really gotta go. No, Jenny, wait. I need your help. What? Really? Jenny couldn't believe her ears. It was extremely unusual for her mother to ask for help. It must be something very important. Tracing the steps of a deranged killer? A cold case that only someone with Jenny's expertise could solve? I've misplaced the students' essays on decapitation. See if you can find them for me before you leave. I have to run. Wow. The case of the misplaced papers. Are you sure you want to trust me with such a complex task? I have no doubt you'll be able to find them. They're around here somewhere. Jenny was unsure if her mother was unable to detect sarcasm or just really good at ignoring it. Na komm. Okay, Mom. I'll find them. On one condition. Yes? You have to let me help grade them. One of Jenny's favorite pastimes was grading papers. Nothing pleased her more than giving a big shiny F to an overconfident student. Don't push your luck. Please. Okay. Yes. Find the papers and go straight home. But I'm meeting Keith tonight. No buts, remember? Oh, I'm sorry. Maybe I'm still feeling the effects of being poisoned for your class. Well then, I have the perfect antidote. You're staying with your cousin this weekend, and you still need to pack. This again. Look, I've considered your offer, Mom, and I'm going to have to decline. I'm old enough to take care of myself. I'll be back late tonight. There's meatloaf in the fridge. Late again? What are you up to? Jenny LeClue, it's been a difficult week. Could you please just do what you're told for once and stop asking questions? Fine. And try to stay out of trouble. When do I ever get into trouble? Also das riecht auf jeden Fall nach Scheidung, hä? Jo.
find these papers and get out of here. Oder nach Affäre. einem. Oder nach One of Jenny's earliest memories was making wie sagt raspberry man jam at das? her mom. Aktive Verwitwung. Oh, hahaha. Oh Gott. Das wäre aber tatsächlich ein Umbruch im Buch. Jenny LeClue muss bei ihren Großeltern einziehen. In L.A. oder sonst wo. Nee, wo gehen die Rentner alle hin in Amerika? Nach Florida? Weil ihre Mama Ja. sich nicht um sie kümmern kann, weil sie im Knast sitzt, weil sie Vater... Oh. It's the perfect substitute for blood in class demonstrations. And better tasting than the pig's blood the textbook recommends. Hier noch so ein Sticker-Ding. Looking rather trim today, Ethan. New diet? What's the matter? Lost your funny bone? Oh. Oh. Alter, bei den Wortspielen fühle ich mich ja direkt zu Inspektor Waffles zurückversetzt. Um mal Becoming a great detective den took Spielleiter more aus einer skills. sehr kurzen Kampagne von vor unfassbar langer Zeit zu zitieren. Hm? Bernd schweigt. Oh, meine Güte. Ein guter Detektiv, immer wie ein Mörder denken, Instinkten vertrauen, den Beweisen folgen, Seminararbeiten pünktlich abgeben. Schön. Niemals etwas persönlich nehmen. Zu früh zeigen, was man weiß. Den Kaffee unbeaufsichtigt lassen. Spekulation anstellen. You needed Also mir real life gefällt am besten die experience. Sache mit dem Kaffee oder die Seminararbeiten. And Jenny was always on the lookout for a chance to get her hands dirty. And Horsty was always on the lookout for a chance to get his mind dirty. Oha, ich sehe es gerade. Den Kaffee unbeaufsichtigt lassen. Und da geht nochmal ein Mindmap-Pfeil ab. Niemals nicht. Ja. Immer wenn man nach Hilfe fragt. Seminararbeit pünktlich abgeben hat auch eine Erweiterung. Esse über Enthauptung und Zerstückelung nächste Woche fällig. Instinkten vertrauen, okay. Da ist ein Zettel dran. Also, Kann solange ich es den kein untersuchen? Urinstinkt ist. Aha. Alter, der Gag war It's one of the students' term papers. You can tell by the terrible handwriting and erroneous conclusions. Mom must have put them behind the chalkboard. Please do not touch. Someone must be running an experiment. Also touchen wir das direkt. Gross. Pretty soon it's gonna sprout legs.
Mystery gelöst. Found you. Time to get out of here. Jenny looked around the room one last time. Was she ready to leave? Die Fragestellung war verdächtig. Hm. Ich glaube, wir haben alles. Jenny looked around the room one last time. Was she ready to Sicher? leave? Wo soll ich denn noch gucken, deiner Meinung nach? Weiß ich nicht. Okay, so she wasn't really dead. That would be silly. No, Jenny was alive and well and ready for another perfect day in Arthurton.